Hallihallo und Hallöchen zurück. Wir haben in der letzten Folge das kleine Spielchen hier oben gelöst. Und jetzt schauen wir doch mal, ob die Tür hier aufgeht. It is blocked. Irgendwas hat sich also bewegt. Ich kann hier aber... Hast du das gehört? It is blocked. Das klingt nicht gut. Okay, ich kann auf diese Vögelchen klicken. Habe ich jetzt was gemacht? Ah, okay. Guck mal einer an. Der Vogel ist mit dem Schnabel nach oben und der mit dem Schnabel nach rechts oben. Okay. Der ist mit dem Schnabel nach oben. Und der hier nach rechts oben. Okay, das passt schon mal. Dann schauen wir uns noch den an. Ah, das ist so ein komisch... Da geht der Kopf nach links. Und da geht der Kopf nach unten. Okay. So ungefähr. Und so ungefähr. Haha. Geht doch. Einmal Schnaps. Medicine. Oder auch nicht. Laudanum-based cough medicine, Mrs. Asher, and Dover Morley Laboratory, London. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. Ich dachte, ich kann den Stöpsel noch ziehen, aber okay. Mal reinschnuppern. Oh, man sieht nichts, jetzt aber. From Mr. Na, Despite the seriousness of your case, I regret to inform you that your request has been denied. The amount of your personal contribution, £11, is not high enough and represents too small a part of the final transaction. I remain at your disposal for any questions. Adam Flint. Mrs. Asher's meager savings were not enough for her to own the tobacco shop, but will largely cover her funeral costs. also wenn du den Rest noch hören möchtest, müsstest du einfach zurückspulen und mal kurz anhalten. Ich kann es leider nicht. Ich hätte es nämlich auch gern gehört. Aber ich darf nicht. Wo kommen da immer die Geräusche her? Okay, hier waren wir schon. Was ist das? What a strange box. It looks like you have to slide the slats of wood to open it. Oh, hast du das schon mal gemacht? Ich habe das noch nie gemacht. Ich würde es aber gern mal... It is blocked. Ach, echt jetzt? Das hätte ich nicht erwartet. Also vermutlich... Den hier hoch, den hier rüber. Machen wir es halt mal so. This button appears to activate the mechanism. Das war jetzt zu einfach. It was a little bit easy. Das glaube ich nicht, dass das schon war. It is blocked. Ah, da sehe ich was, Hier hin. Jetzt geht's hier weiter anscheinend. Nein, bloß nicht. Dann ziehen wir hier nach drüben, drücken da mal. So, wo ist jetzt aufgegangen? Hier oben. Alter Verwalter, wer macht denn so einen Mist? That should do it. Das glaube ich nicht. Das wäre zu einfach. Na, komm, geh weg. Und kusch. Who is this young woman?
Na, wer wohl? To my dear Aunt Alice, Marie Drauer. Das war doch klar. Have you found anything? The victim has a niece. We must find her. Der Let us steht now wohl, try and get our brain cells to work. der steht wohl immer gerne mit dem Rücken zu uns. Ist Diebstahl das Motiv des Verbrechens? Die Leiche wurde gegen 23 Uhr entdeckt. Keine Wertsachen. Kein Kursbuch im Tabakladen zu verkaufen. Die Ladenkasse ist intakt und voll mit Geld. Also... Ladenkasse ist voll mit Geld und es gibt keine Wertsachen. Diebstahl ist nicht das Motiv des Verbrechens. The motive is definitely not financial gain. There is no sign of a struggle, and the till has not been forced or emptied. I think I've looked everywhere here. Let us see if I can find any more information in the shop's surroundings. Nur weil du das sagst, heißt I've das nicht, finished dass with ich wieder this gehe. subject. Da war doch aber noch was drin. Ha, siehst du? Ego-Punkte. Ha. Wusste ich doch. Man kriegt überall noch was. Pünktchen, Pünktchen. This Siehst du? interior is very simple. Na, gucken wir mal auf die Gläser. Nein? Dann aufs Besteck. Schlichtes Geschirr. Dann haben wir einen Ofen und dann hier noch einen Wasserhahn. Mrs. Asher richtig. lived very simply. Arme Frau. Naja, wobei, jetzt ist es auch egal. Jetzt muss man sie auch nicht mehr bemitleiden. Ich weiß, das klingt scheiße, aber es stimmt doch. Bestimmte Gegenstände. Achso, ja. Von mir aus steht es halt nochmal da. 4 pence a lettuce, a lovely large lettuce, 4 pence only. Ja, ja. Ich kann eh nichts essen. Und so, es geht nicht weiter. Ah, das ist auch ganz nett. Strawberries, 6 pence a pound. Gib doch Haru, ich kauf's doch eh nicht. Kannst du noch was sagen? Ich warte nur drauf. Na los, sag noch was, dann spreche ich dich an. Einmal noch. Och, bitte. Bitte, bitte. Rade! A bottle of poor quality vinegar. The smell could awaken the dead. Na, immerhin ist es nur Essig. Erstmal angucken. This woman appears to be a smoker. Ach, echt? Ja, dann haben wir hier noch einen Aschenbecher und auch noch Zigaretten. Streichholzpackung. She's a big smoker. She must have been a customer at the tobacco shop. Ba-ba-ba-da-ba. Natürlich, wenn sie raucht, wenn sie räucht. Ich meine, wenn sie Räucher... ich meine, wenn sie Raucherin ist, nicht Räucherin. Nach dem Preis für die Salate fragen. How much are your lettuce, please? A lettuce? That'll be 5 pence, kind sir. Hast du nicht gerade viel gesagt? Nach dem Preis für 2 Salate fragen. And what if I take 2? Well, 2 are 10 pence, so what do you want? Nothing, thank you. They do not look very fresh. Did you know Alice Asher well? And for starters, who are you? I'm Hercule Poirot, the detective. You're foreign, that's for sure, with your accent and your odd way about you. And you're here about Alice's murder, I suppose. Well, I've nothing to say to you. Did you speak to the victim yesterday? No, I never saw her. Sie beschuldigen, dass sie sich lustig über sie macht. Freundlich um Zusammenarbeit bitten. Ja. Please try and help me, madame. Why should I help you? For your beautiful moustache? Ja. Heh. Come on, move along now. You're scaring away my customers. Please, do not be ridiculous.
Ja, du musst doch in den Tabakladen gegangen sein, alte I know Schachtel. that you went to the tobacco shop yesterday. Well, Ja, das ist doof. It is your duty to tell me if you saw something unusual. who do you think you are telling me what to do? Get away from my stall! Alte Zimtzige. Rustikaler Beichtstuhl. You again? Also rein komme ich nicht, ne? »50er Verdächtiger«, okay. Opfer. Ah ja, mehr haben wir noch nicht, okay. Tatuntersuchung, Die Umgebung des Tabakladens. Okay, dann müssen wir noch in die andere Richtung. Wie kommt ein ABC-Kursbuch auf die Theke? Auf dem Buch sind keine Fingerabdrücke. Keine Wertsachen. Ja, der vielleicht. Da auch nicht. So. The murderer deliberately left behind this ABC as a signature. The absence of fingerprints and the fact that it is open at letter A for Andover leaves little doubt. Wenn du das glaubst, ja. Vor Ort getötet. Eine Blutlache in der Nähe ihres Kopfes. Also das heißt, die war auf jeden Fall dort. Das interessiert gar nicht. Aber es sind keine Spuren auf dem Boden. Mrs. Asher was killed here. The absence of marks in the shop and the regular shape of the blood stains indicated beyond a doubt. Genau. That's true, my friend. Hey, Poirot. Is the greengrocer causing trouble? I'll sort her out. No, please, leave her, Chief Inspector. I'll get her to talk later. I found the victim's niece. She's waiting for you in the back of the shop. Thank you, mon ami. I'll question her. Ich hoffe, ihr habt die Leiche erstmal entsorgt. Strawberries! Get your delicious strawberries! Dash! A puddle. How clumsy. Also nicht entsorgt, sondern halt ein bisschen verdeckt. Nicht, dass die Nichte da jetzt 4 nochmal pence a lettuce, voll durchlatschen a muss. lovely large lettuce. Strawberries, 6 pence a pound. Halt die Goschen. This place is run down. Butcher's Shop. Da ist eine Missigkeit. Naja, es ist zum Verkaufen. Zum Vermieten, danke. Da ist Müll. Wow. This is a really cutthroat neighborhood. Anyone could have committed the crime. Anyone have committed. Da ist noch eine Miezekatz. Da oben auch. This is a really cutthroat neighborhood. Anyone could have committed the crime. Aha, okay. Was mit der Katze da oben? Die chillt da. Ändert das hier was? Ich glaube nicht, wenn ich da klicke. Lauf vor, mein Freund. Beweg dich. Strawberries! Get your delicious strawberries here! Halt die Fresse. Du alte Zimtzige. Du gehst mir auf die Eier. Herzlichen Glückwunsch, diese Trophäe gehört zu Ihrer Sammlung. Rustikaler Beichtstuhl. Die sind nett. Japp Die haben sie had the weg. body removed out of respect for the victim's niece. His attention is commendable. Die haben es zugeklappt. Nein, doch nicht. Och, die Arme. Knuddel sie mal, mein Freund. Is her grief sincere? Sie weint nicht. She appears to be very upset. She's dressed in mourning.
She looks fragile. Man weiß es nie. Sag mal, haben wir hier noch was? Was machte Mrs. Asher gerade, als sie ermordet wurde? Das sind ja noch ein paar. Ja, die hat anscheinend geraucht. Die hat Sie hat noch eine Verletzung am Hinterkopf. Das sind keine... Nee, das kann nicht passen. Aha. Okay, also passt das da anscheinend The rein. murderer probably pretended to be a customer. He hit the shopkeeper from behind as he turned around to serve him. Ach so haben die das gemeint. Können wir ein Zeitfenster bestimmen, in dem Mrs. Asher ermordet wurde? Natürlich. Wir haben einmal... Naja, da wo sie lebend... wurde sie lebend gesehen und da wurde sie tot aufgefunden. Nein. Können wir nicht. Deswegen reden wir jetzt erstmal mit der Nichte. Schon, was sie zu sagen hat. Los, rede mit ihr. Stell dich nicht so an. Achso. Entschuldigung. Weil das Ding offen war, ging's nicht. Hör auf zu weinen! Du bist alt genug! You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died. Ja, das ist egal. Your aunt did not have any children, is that correct? No. She was separated from her husband. What do you think about Franz Asher, your aunt's husband? He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. Fragen, ob sie geglaubt hat, dass der Ehemann irgendwann zur Tat schreiten würde. Ich frage jetzt erstmal, ob sie Angst vor ihm hatte. Was your aunt afraid of her husband? He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why, he used to slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you like. Ging es ihr gut? Did your aunt enjoy good health? She had a bad throat, but she was well cared for by a doctor in London. Does Franz Asher work? All he's done for years is drink and gamble, but he used to be a very good cabinet maker. What does he live on? My aunt used to give him 5 shillings a week. Wurde sie gezwungen? Did Franz Asher extort this money from her? No, no, she didn't let him intimidate her. She gave the money quite willingly. He was her husband. She couldn't leave him with nothing. Das ist aber nett. understand. You have been of great assistance, mademoiselle. Das ist aber echt nett. Please take this young lady home. My pleasure. Well, this Franz Asher does not seem to be quite so dangerous as Jeb says. And since Alice Asher gave him money regularly, it was not in his interest to kill her. Wir können aber das Zeitfenster immer noch nicht ein bisschen... Das ergibt alles doch keinen Sinn. Ich mach's einfach mal so. Jo, war mir schon klar. War mir schon klar, dass das nicht funktioniert. Aber was müssen wir denn jetzt machen? Den Franz finden. Franz! Mein Gutster, Franz. Wir müssen die finden. Ich glaube, das ist er. So We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poirot. There are a few things I need to check. There must be some way of sobering him up. I wonder what his wife used to do. He must have scared the customers away.
Hey, Alter. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Erst einmal will ich mir He's not angucken. in Geht das nicht? He's not. Nein. Er hat irgendwas fallen gelassen. Wo denn? Da geht's doch nur raus. Ah, da hinten. Das ist aber ein Fall für die nächste Folge. Ich danke dir fürs Zuschauen. Lass mir doch bitte ein Like und ein Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.